grundsätzlich, der Mensch hat ja bestimmte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen. Und so jede Sache, die ich mir angewöhne, die wirkt sich auf alle Bereiche aus. Wenn ich also morgens aufstehe und ich habe ein gewisses Morgenritual, ich gewöhne mir eine gewisse Disziplin an, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf, dann bin ich zum Beispiel ein pünktlicher Mensch und das hilft mir im Job. Kurz gefasst, Systeme braucht man für Selbstverteidigung. Das ist nicht nur Sport, sondern eine realistische Variante. Das bedeutet, mit allen möglichen Dingen gegen unterschiedliche Waffen des Gegners zu arbeiten. Видно, куда ногу я сразу перпендикуляр ставлю, вот это. То, что мы проходили, да? О, а вот я стою, удар во мне, а я уже снял, видно, куда мимо? Видно? О, уже удар мимо, да? Руку, да, наложили, неважно. Systema und insbesondere Solovjev-Style ist eine russische Kampfkunst, die also aus Russland kommt. Und da gibt es mehrere Unterstile, die jeweils nach dem Meister benannt werden. Von Solovjev-Style gibt es in Europa noch nicht zu viele Schulen. In Deutschland gibt es, glaube ich, 3 oder 4. Wir haben 2 Schulen in Frankreich, wir haben 2 Schulen in Finnland, wir haben 2 Schulen in der Schweiz und so in Lettland, und so breitet es sich langsam aus. Mein Stil zeichnet sich durch die Methodik aus. In kürzerer Zeit kann man einen guten Spezialisten vorbereiten. Diese Methodik wurde mehrfach optimiert und überarbeitet. Vorteil ist, dass man minimale Zeit braucht, um sich verteidigen zu können. Ja, was? Mach's mit dem Ellenbogen. Mit deinem Ellbogen. Schlag mit deinem Ellenbogen. Was du sagst. Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, wo man sagt, ich kann mit 20% des Aufwands 80% der Erfolge erreichen. Und so, aber das ist nicht leicht, weil die Leute kommen nicht immer auf diese Lösung. Und so muss ich mich Situationen aussetzen, wo ich sowas trainieren kann. Dass ich immer daran arbeite, möglichst effizient zu sein. Ja? Also wenn ich beispielsweise in einem Arbeitstag plötzlich anfange 12 Stunden zu arbeiten, weil sonst schaffe ich es nicht, dann hält man ja nur eine gewisse Weile durch. Aber wenn ich in der gleichen Zeit meine E-Mails seltener checke, vielleicht nur noch einmal am Tag, und schaffe dann trotzdem alle zu lesen und zu beantworten, dadurch arbeite ich aber fokussierter und schaffe in 8 Stunden vielleicht 30% mehr. Dann wird es ja zum Erfolg beitragen. Und das Training hier hilft eben dabei, dass man genau an sich arbeitet, immer effizienter zu werden und alle überflüssigen Dinge wegzulassen. Ich habe mit Jiu-Jitsu angefangen, Boxen, Taekwondo, und habe dann sehr lange Systema Ryabko trainiert und habe jetzt Solovjev-Style kennengelernt. Ganz besonders klasse daran ist diese unglaublich hohe Präzision, so dass Dinge möglich werden, die man sich gar nicht vorstellen kann. Durch die Präzision wird die Arbeit sehr, sehr gut, und dann kann man mit sehr wenig Aufwand sehr viel erreichen. Und dadurch eignet es sich für alle Leute, ja, egal wie schwer die sind oder wie stark die sind, und sogar teilweise für Leute, die schon irgendwelche Verletzungen haben. Man braucht für das Training überhaupt keine Vorkenntnisse, auch keine Gymnastik. Man muss nicht extra ins Fitnessstudio gehen, um hier trainieren zu können, sondern man kann einfach herkommen und kann seinen Körper ganz neu entdecken, kann herausfinden, wo man selber überflüssige Bewegungen macht und sich dann abgewöhnen, die zu machen, und so immer präziser werden. Und was mir ganz besonders daran gefällt,
ist auch, dass natürlich genau diese Arbeit an sich selber im gesamten Leben hilft. Auch im Beruf ist es ja viel besser, wenn man mit weniger Aufwand mehr erreicht zum Beispiel. Und so meiner Meinung nach, das Training in Soul Lifestyle hilft einfach dabei, maximal erfolgreich zu werden, egal was man macht. Und es ist eine sehr klasse Arbeit an sich selbst.